Hi Leute, willkommen zu Dragen mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar der dritte Teil, wo wir die Äxte heute noch anpinseln werden. Da bin ich gespannt. Die scheinen ja bisher gut bei euch anzukommen. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann legen wir mal wieder los. Und zwar für die Axt hier, dann nehme ich Flexi-Paint und für die andere Latex. Ich fange jetzt mal kurz an zu pinseln, das wird wieder so das Übliche werden. Dann erstmal wieder ein paar Schichten. Ups, da fällt wieder alles um. Ich sage, der Keller, der ist viel zu klein, aber ist egal. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal wieder ein paar Schichten schwarz drauf. Und dann fangen wir dann mit der richtigen Farbgebung an. Kennt ihr ja schon, der ein oder andere. Ist eigentlich immer dasselbe Prozedere. Erstmal alles in schwarz und dann halt die Farbe da drauf. Und dann gucken wir mal, wie das nachher dann aussieht. So Leute, dann geht das mal weiter. Hier muss ich noch ein paar Schichten drauf machen, so 2, 3. Aber das ist schon ganz okay von der Dicke jetzt erstmal. Weil das jetzt nicht so interessant ist, werde ich jetzt hier erstmal mit dem Holz dann weitermachen. Da mache ich wieder so das Übliche. Und zwar werde ich erstmal wieder eine Schicht schwarz drauf machen. Und dann werde ich mit dem Kamm dann wieder die Holzmaserung rein. Wenn ihr so Runen oder sowas drauf habt, dann müsst ihr mal aufpassen. Da hier so um die Runen hier so drumherum macht. Am besten, was sich auch gut bewährt hat, da nicht so die ersten Schichten direkt die Farbe reinmacht. Am besten erst so bei den letzten. Hier habe ich wieder ein bisschen zu früh dran. Ihr müsst immer dran denken, durch das Latex gehen noch immer viel Konturen verloren von so Sachen. Das ist dann manchmal ein bisschen schade, aber ist halt so eine Eigenart des Latexes, dass halt viele Details schon mal verschluckt werden halt, dadurch, dass man die Farbe halt dann drauf macht. Das habt ihr zum Beispiel bei, ich sag jetzt mal, wenn ihr Cosplay-Sachen macht mit Flexi-Paint und dann nur so 2, 3 Schichten drauf macht, habt ihr das natürlich nicht so. Ja, aber das ist halt wenn eine gewisse Latex-Dicke oder halt auch Flexi-Paint, ich mache ja dieselbe Dicke, die ich bei Latex drauf mache, auch mit Flexi-Paint. Was natürlich eine teure Angelegenheit ist bei den Preisen von dem Zeug, aber wie gesagt, ich mache jetzt beide. Die hier dann in Latex und dasselbe, was ich jetzt hier mit Latex mache, mache ich dann bei der anderen Axt dann in Flexi-Paint. Allerdings trage ich dann jetzt hier mit meinem Modellierwerkzeug auf, sondern mit dem Pinsel. Aber so vom Grundprinzip ist es dasselbe eigentlich. Na, ihr seht ja hier, wenn dann die Farbe, dann habt ihr das hier schon wieder drin. Das trocknet zwar dann, aber ihr müsst halt immer gucken, dass das nicht zu dick in so Sachen reinmacht. Deshalb habe ich die Ruhen noch relativ breit gehalten. Weil sonst, da geht die Farbe nicht so schnell in die Ritzen rein. Hier ist auch schon wieder, das ist immer, wenn er ein bisschen zu viel drauf macht, habt ihr direkt in den Ritzen dann das Latex drin. Gut, mit Pinsel habt ihr das sowieso, aber da macht er das dann auch ein bisschen dünner drauf. Da geht das dann eigentlich dann. Oder ihr könnt natürlich das Flexi-Paint genauso auftragen. Das geht natürlich auch. Ihr müsst dann natürlich gucken, dass ihr das alles schön flach benutzt. So, ich mache jetzt nur das Stück hier und den Rest mache ich dann ohne Light filme. Ist ja im Endeffekt immer so dasselbe. Ich nehme ja immer so gerne den Kamm dafür. Habe jetzt Tipp gekriegt, dass man auch eine Zahnbürste dafür nehmen kann. Das werde ich auch uns bei Gelegenheit mal ausprobieren. Jetzt bei den Sachen ja nicht unbedingt. Ich muss erst mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Zahnbürste für so was rumliegen habe. Will ja dann schon irgendwie eine neue nehmen. So eine alte versiffte würde ich ja nicht dann in Videos haben. Versiffen tun wir sie später sowieso. Ja, so sieht das Ganze dann jetzt wieder aus. Ich hoffe mal, dass die Kamera nicht wieder mit den Drehungen überfordert ist.
Und dann werden wir das Ganze jetzt mit der Holzoptik, dann kriegt hier oben das nochmal eine Schicht drüber. Die Schädel nicht mehr, die haben dick genug, aber hier so die Kanten werde ich nochmal was drüber gehen. Und der Rest sieht eigentlich auch schon ganz gut aus. Ja, dann mache ich jetzt erstmal bei beiden Echsen die Holzmaserung, würde ich sagen. Das ist jetzt hier das mit dem Flexi Paint. Dann fangen wir jetzt mal langsam an mit der Farbgebung, würde ich sagen. Dafür nehmen wir erstmal ein bisschen Flexi Paint transparent mit silberner Farbe drin. Fangen wir erstmal hier so mit dem Metall an. Und dann gucken wir mal, wie das nachher dann alles so aussieht. Also farblich habe ich mich für den Schädel bei der Axt hier für Bronze entschieden. Das mache ich jetzt komplett schon mal mit Acrylfarbe. So, das ist jetzt schon mal so das Gröbste. Das sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Hier fällt mir richtig gut. Das Silber, das müssen wir jetzt erstmal noch mal trocknen lassen. An ein paar Stellen habe ich ein bisschen zu dick, glaube ich, drauf gemacht. Hier, wo noch so ein bisschen das Weiß ist. Ein paar Stellen habe ich auch wieder so ein bisschen Schmier drauf. Das ist auch immer, da bin ich noch am Gucken, wie ich das wegkriege. Da wollen wir uns gucken. So. So, fangen wir mal mit dem Brauen an. So, hier machen wir auch noch. Und dann machen wir hier noch Silber. Das machen wir auch dann noch so in einem Silber. Und dann muss ich das Ganze erstmal was trocknen lassen. Und dann machen wir bei der anderen Axt mit dem Latex. Wie gesagt, das ist jetzt hier die mit dem Flexi Paint und das mit dem Latex machen wir dann als nächstes. Wird von der Farbgebung genauso werden, nur halt, dass der Schädel, der wird dann halt so in Knochenoptik. Der Rest werde ich wahrscheinlich so ein bisschen beibehalten. Aber jetzt müssen wir das Ganze erstmal was trocknen lassen. Also wie gesagt, hier mache ich jetzt auch noch in Braun dran. Und dann gehen wir mit einem helleren Braunton drüber. Obwohl, das könnte man eigentlich jetzt schon machen. Dann gehen die Brauntöne nämlich so ein bisschen ineinander über. Das ist nämlich auch ja nicht so schlecht. Macht das aber bitte nur beim Flexi Paint. Ne? Also bei, sag schnell, bei Latex ist das nicht so gut. Das klumpt dann nachher ziemlich. So. Das ist auch nicht mehr ganz so frisch. Ja, das ist, wenn man da ein bisschen länger stehen hat, muss man da auch ein bisschen gucken. Wie gesagt, ist nicht so schlimm, wenn das dann ein bisschen zu hell an ein paar Stellen, da kann man dann mit Schwarz dann wieder was nachdunkeln. Das Ganze, das machen wir jetzt mit der anderen Axt dann auch, nur halt mit Latex. Und das hat hier dann in Weiß und dann noch die Lederbänder halt in einem Braunton. Silber und gucken schon mal, wie das aussieht. Das machen wir dann natürlich dann auch. Erstmal an den Finger ein bisschen das abpulen. Das ist nämlich, wenn ihr das dann noch an den Finger habt, je nachdem, und ihr kommt dann an die Sachen ran, dann habt ihr dann hier das Zeug, was ihr an den Finger habt, dann an den Waffen hängen. Also am besten dann immer erstmal so ein bisschen das Zeug von den Finger abrubbeln. Oder Handschuhe tragen, je nachdem. Ja. Ich trage wieder bei Handschuhe. Ich friemel das immer gerne ab. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie friemel ich da gerne. So, mal gucken, welche Seite nehmen wir. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So sehen die Sachen jetzt mehr oder weniger aus.
Na, ein paar Stellen muss ich noch ein bisschen mal drüber gehen. Und dann gucken wir mal. Der Braun ist auch schon gut angetrocknet. Das sieht auch schon gut aus. Jetzt machen wir an der Achse weiter. Hier habe ich dasselbe gemacht, nur halt mit Latex. Dunkles Braun drüber, dann in Ocker. So ein bisschen drüber. Dann auch mit Silber, mit Latex und dann nochmal mit Acrylfarbe so ein bisschen ein paar Highlights gesetzt. Beim Schädel habe ich auch schon ein bisschen gepinselt. Allerdings gefällt der mir noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber weiß es noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich noch ein bisschen wieder Weiß mit reinmachen soll. Oder nur ein bisschen Schwarz, dass das ein bisschen dunkler wird. Aber ich glaube, ich würde dann noch ein bisschen mit Weiß drüber tupfen. Mal schauen. Tja, ich würde sagen, jetzt gehen wir noch ein bisschen mit Schwarz drüber. Dunkel und das Silber hier noch so ein klein wenig ab. Nicht so viel, aber so ein bisschen. Und dann lassen wir das Ganze trocknen. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Jo. Ja, dann lassen wir das Ganze jetzt trocknen. Wie gesagt, so sieht das jetzt aus und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Dann müssen wir das Ganze jetzt noch top coden. Dafür nehme ich jetzt vom Flexipaint wieder den matten Topcoat. Der wisst ja, den mag ich ja gerne. Den kann man für Flexipaint und für Latex. Müsste nur halt ein paar Schichten mehr drauf machen. Und dann werden wir jetzt mal anfangen, das Ganze hier zu topcoaten. Hey kid. Der Topcoat ist trocken. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Griff. Jetzt muss ich mal gucken. Da muss ich aus 2 Teilen mein Lederband hier, die, weil ich mir neu geholt habe, das war an der breitesten Stelle nicht lang genug, dass ich das in einem durchwickeln kann. Also müssen wir da leider ein klein wenig stückeln. So leidet mir tut. So, das ist das erste. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen auf Seite. Dann nehmen wir wieder doppelseitiges Klebeband. Und so ein bisschen schief abgeschnitten. Wir versiffen das Ganze hier noch so ein bisschen halt. So sehen die Teile jetzt aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier funktioniert. Ich hoffe noch, das kann man so sehen. Ups. Hier noch die andere Seite. Dann machen wir die andere auch noch, der Vollständigkeit halber. So sieht das Ding jetzt hier aus. Ich hoffe nur, dass die Kamera da nicht so irgendwie. Ne? Gut, hier mit den Verzierungen, das ist ein bisschen im Holz untergegangen. Aber das ist immer so ein bisschen Probleme. Hier das immer, wenn man eine gewisse Dicke. Ups, da ist ein Stück. Hier fällt mir schon wieder alles runter. Wie gesagt, so sieht das jetzt aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera mit dem Dreck hier und so gut sehen kann, aber ich hoffe mal schon. Ihr habt das ja jetzt in der Nahaufnahme gesehen. Wie gesagt, so sehen die Dinge aus. Das Teil hier, das ist mit Latex. Das hier habe ich mit Flexipaint gemacht, mit dem Kupfer. Eigentlich gefallen sie mir beide ganz gut, muss ich sagen. Sind alle beide recht hübsch geworden.
Ich glaube von einem Barbaren oder sowas, oder Wikinger oder was auch immer, ist das ganz okay. So, dann hoffe ich mal, das ganze Projekt Barbarenaxt oder Äxte sind es ja nachher geworden. Eigentlich wollte ich ja nur eine, sind jetzt wieder 2 geworden. Ja, dann hoffe ich, das Ganze hat euch wieder gefallen. Vielleicht für eine von euren Sachen inspiriert, da ihr selber auch mal wieder ein bisschen was baut. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Passt alle auf euch auf, wenn ihr unterwegs seid. Wir sehen uns.